Ja, wir mussten ein bisschen improvisieren, denn meine eigentliche Interviewpartnerin ist noch irgendwo in der Welt. Und der Martin hat gerade vor 5 Minuten erfahren, dass er doch bitte eine Frage stellt. Ja, geistige Flexibilität ist Teil der Ausbildung der neuen Friedensarbeiter und so danke ich für die Aufgabe und freue mich aber, dieses Interview zu halten, denn ich komme gerade zurück von einer 2-monatigen Reise in die Vereinigten Staaten, wo wir eine Netzwerkreise und Veranstaltungsreise unternommen haben durch verschiedenste Bundesstaaten für den Plan der Heilungsbiotope. Und auf eine neue Resonanz gestoßen sind in vielen Bereichen. Eine neue Resonanz von Menschen, die an der vordersten Front der Friedensarbeit aktiv sind. Menschen, die ein Kongressabgeordneter zum Beispiel, der in die Politik in Washington eingestiegen ist, eigentlich seinen Distrikt vertreten wollte und dann gemerkt hat, dass die ganze Politik der USA nichts anderes ist als eine Kriegsmaschine und gesehen hat, ich muss eintreten dafür, dass wir die Kriegsgesellschaft umwandeln in eine Friedensgesellschaft. Und das ist nur ein Mensch, der so existenziell mit der Frage des Systemwechsels beschäftigt ist und angesichts einer Weltsituation, wo die Kriege immer weitergehen und die Freihandelszonen und die Zerstörung der Natur, dass er an die Frage kommt, wie können wir wirklich den Krieg ausschalten? Was ist die Kraft, die größer ist als dieses System der Gewalt? Und gleichzeitig viele, viele Menschen, die vor dem Entschluss stehen, Gemeinschaften aufzubauen, weil sie sehen, dass das ganze Lebenssystem verändert werden muss, um wirklich den Traum einer anderen Gesellschaft wahr werden zu lassen. Und ja, es ist immer noch eine große Welle, die wir tragen und jetzt nach Tamera reinbringen. Und es ist auch der Punkt, wo wir vor der Möglichkeit stehen, dass dieses Projekt, was seit 40 Jahren vorbereitet wurde, in einer tiefen Arbeit am Aufbau ganz neuer Gesellschaftsmodelle, dass das landet. Und so in dem Sinne eine kleine Einführung für dieses Interview, wo ich Dieter Duhm nochmal fragen möchte, wofür steht dieses Projekt, was ist der Plan der Heilungsbiotope und auch zu sprechen für die Grenze, für der wir stehen und die Möglichkeit. Und so habe ich jetzt mal mein Herz ausgeschüttet und vielleicht kannst du ja anfangen, nochmal mit den Grundgedanken. Steht alles da drin. Ja. Terra Nova. Globale Revolution und die Heilung der Liebe. Danke für die Einführung. Kriegsgesellschaft oder Friedensgesellschaft? Was wollen wir wirklich? Nicht verbal. Natürlich wollen wir alle den Frieden. Was wollen wir aber wirklich? Das heißt, an was wollen wir teilnehmen und was wollen wir aufbauen? Die gegenwärtige Menschheit befindet sich an einem Abgrund, ganz real. Wenn wir aus der Nähe sehen könnten, was heute geschieht, vor den Toren von Passau, im Mittelmeer, in Syrien, im Irak, in Somalia und. Wenn wir heute anschauen könnten aus der Nähe, was Menschen
einander antun, real. Und was sie Tieren antun, real. Das ist Wirklichkeit. Wenn wir das aus der Nähe sehen könnten, würden wir umfallen vor Entsetzen. Hier ist nicht ein Mensch, nicht ein einziger Mensch, der das aushalten könnte, mit eigenen Augen, mit eigenen Sinnesorganen dabei zu sein, bei dem Massaker, was sich heute global auf der Erde vollzieht. Und wir leben hier in Tamera auf einem Friedensort. Wir haben die Möglichkeit, aus einem sicheren Abstand zuzuschauen, wie diese Welt des globalisierten Kapitalismus durch Ausbeutung und Gewalt auf subtilste Weise heute die Erde beherrscht und ruiniert. Und wir haben dieses Projekt gegründet vor beinahe 40 Jahren, um diesen Wahnsinn definitiv zu beenden. Um diesen globalen Wahnsinn zu beenden. Ich musste lange, lange nachdenken. Ich habe viele Durchgänge gemacht, wissenschaftliche, philosophische, religiöse Durchgänge. Ich bin alt genug für viele Durchgänge, um langsam zu erfassen, wo die Heilungsmöglichkeit liegt. Das Projekt Tamera ist ein globales Projekt für die globale Heilung, kein individuelles Projekt. Das ist vielleicht wichtig für alle Neuen, für die Mitarbeit. Wir suchen Mitarbeiter für ein globales, planetarisches Projekt. Die Frage ist, wie können wir das bestehende System des globalisierten Kapitalismus, wie können wir dieses System kippen, das System der Kriegsgesellschaft? Der Krieg ist heute auch für die Bundesrepublik Deutschland eine notwendige Voraussetzung, damit sie funktioniert, die Republik. Man muss sich das vorstellen. Rüstungsindustrie, Waffenhandel, all die Dinge sitzen in allergrößter Nähe zum Bundestag, zu den Ausschüssen. Da sitzt das Militär. Militär und Parlament und Regierung bilden in Deutschland und in allen anderen westlichen Ländern eine Einheit. Die Politik wird militärisch reguliert. Der Rüstungshaushalt ist ein wesentliches Element in der Ökonomie westlicher Demokratien. Aber was heißt denn Rüstung? Rüstung heißt, dass man Dinge produziert, Instrumente und Maschinen, mit denen man Menschen tötet. Absichtlich, nicht zufällig, das ist kein Unfall. Es ist der Wille dieser Gesellschaft, Menschen zu töten. Nicht nur diese Gesellschaft. Wenn der Wille wegfallen würde, würde die Wirtschaft zusammenbrechen. Die Wirtschaft der westlichen Demokratien kann sich den Frieden nicht leisten, aus ökonomischen Gründen. Man muss das mal verstehen, um zu sehen, wir brauchen keine private Alternative, sondern eine globale, eine politische, eine historische. Wir müssen die gesamte Evolution in eine neue Richtung bringen und ein raffiniertes, tiefes System erfinden, welches in der Lage ist, diese neue Richtung tatsächlich zu kreieren. Das ist der Sinn des Projektes der globalen Heilungsbiotope. Jetzt hast du ja seit 40 Jahren an diesem Projekt
diesen Appell. Und du hast seit 40 Jahren an genau diesem Projekt gearbeitet und auch an der Frage, die du selber gestellt hast, wie kippen wir dieses System? Und ich möchte die Frage ganz schlicht zurückgeben. Was ist die Perspektive, die sich dir eröffnet hat? Ja, jetzt kommen wir ins Zentrum. Wie kippen wir das bestehende System? Ich gebe jetzt kurz Antworten. Ihr müsst nicht 40 Jahre lang studieren, aber bitte wenigstens ein Jahr. Ich meine, alles, was wir machen, ist eine Performance. Egal, was wir machen. Wir leben unser Leben auf der Bühne der Erde und machen eine Performance. Entweder machen wir sie gut oder wir machen sie schlecht. Wir machen sie aber immer. Es ist nur gut zu wissen, dass wir sie machen. Denn unser Leben auf der Erde ist ein Ausschnitt aus dem Ganzen, aus der Ewigkeit des Ganzen. Wir sind aber hier auf die Erde gekommen, um den Wahnsinn zu beenden. Deshalb die Frage, wie können wir das bestehende System des globalisierten Kapitalismus kippen? Die Antwort ist ganz einfach und unglaublich, indem wir Subsysteme erzeugen, kleine Untersysteme, die mit Parametern arbeiten, das sind Kraftquellen, die dem bestehenden System nicht zur Verfügung stehen. Wir brauchen also alternative kleine Systeme, die fangen klein an, die mit bestimmten Parametern, mit bestimmten Kraftquellen arbeiten, welche dem bestehenden System, dem militarisierten, kapitalisierten System der Industrie, der bestehenden Technik nicht zur Verfügung stehen. Welche Quellen sind das? Welche Parameter sind das? Erstens die Liebe. Heilung der Liebe im Zentrum des Lebens. Das können nur die neuen Subsysteme, das kann nicht der Kapitalismus, denn der basiert nicht auf Liebe, sondern auf Profit und Konkurrenz und Ausbeutung. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Zweitens die Gemeinschaft. Es gibt Kegelvereine, Fußballvereine und sonstige Vereine, Boxclubs. Es gibt viele, viele Pseudogemeinschaften in der bestehenden Welt. Aber in der Kriegsgesellschaft, in diesem morphogenetischen Feld, in dem diese bestehende Gesellschaft agiert, sind längst die Gemeinschaften verschwunden. Die sind historisch ausgelöscht worden. Ein Schicksal der ganzen Menschheit besteht darin, dass die ursprünglichen Gemeinschaften, die echt waren, historisch ganz gezielt vernichtet wurden. Wenn wir jetzt Gemeinschaften wieder aufbauen, berühren wir einen Kernpunkt einer neuen Lebensordnung, einer neuen Weltordnung. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist der Umgang mit der Natur, mit dem Wasser, mit den Tieren, mit der gesamten Natur. Wir haben hier die Möglichkeit, durch die Beziehung zu den Kraftsystemen der Natur, Kraftsystemen des Wassers, zur Seele der Tiere und zu all diesen Dingen eine neue globale Kraft anzuziehen, die Kraft der universellen Lebensordnung oder der heiligen Matrix, wie wir sie nennen, indem wir in diesen Bereichen der Natur, im Wasser, die Hühner,
die Wildschweine, indem wir in diese Bereiche hinein das ursprüngliche menschheitliche Wissen über den Zusammenhang mit der Natur wieder einpflanzen, aktivieren, Freude haben an der Kooperation mit den Kräften der Natur. Und dann kommt viel zu uns, ganz viel, was wir nicht sehen können. Dann kommen die Devas, die wir nicht sehen, Naturgeister. Es kommen Schlangenwesen, Krötenwesen, Eulenwesen. Nicht nur die konkreten Tiere, sondern wir nennen sie die Devas, die Naturgeister, die uns in Gestalt dieser realen Kreaturen entgegenkommen, inzwischen massenhaft in Tamera. Wir sind ein Paradies für alle diese Eulen und Schlangen und für viele Wesen, Ratten. Ratten bauen unterirdische Städte, hier und auch in Israel. Die haben ein riesiges Kommunikationssystem. Leute, das ist die Wahrheit. Nur, wie funktionieren solche Kommunikationen über Tausende von Kilometern hinweg? Wie kann das sein, dass die Menschheit kommuniziert mit der ganzen Tierwelt? Dafür braucht man ein bestimmtes Bild, das mache ich jetzt ganz kurz. Also, wie kann das funktionieren? Dazu muss man kurz wissen, es gibt die sichtbare Welt und es gibt die unsichtbare Welt. Es gibt die sichtbare Welt und es gibt die unsichtbare Welt. Die unsichtbare Welt ist viel, viel stärker als die sichtbare Welt. Die unsichtbare Welt besteht aus Frequenzen, Gedanken, Visionen, auch Emotionen. In dieser unsichtbaren Welt gibt es so etwas wie ein unsichtbares Nervengewebe, was alle Dinge in der Welt zusammenhält. Ein unsichtbares Nervensystem. Wir können das physikalisch als Frequenzgewebe oder in der digitalen Technologie als digitales Informationsgewebe auffassen. Das ist egal. Übrigens ganz interessant, dass man das alles kann und immer damit dasselbe sagt. Es gibt dieses unsichtbare Nervengewebe in der Welt. Und wenn ich irgendwo in diesem Nervengewebe etwas tue, dann wirkt es an vielen anderen Stellen der Welt genauso wie in unserem Gehirn. Wir leben in einem kosmischen Gehirn. Und dieses kosmische Gehirn funktioniert nach einer ursprünglichen Matrix, eben der heiligen Matrix. Und wenn wir in dieses Nervengewebe irgendwo einen neuen Gedanken pflanzen, einen Heilungsgedanken, dann wirkt der Gedanke überall ganz leicht, kaum merkbar. Wenn der Gedanke immer tiefer geht und auf einmal 3 Menschen, 10 Menschen, 100 Menschen den Gedanken denken, dann wirkt er immer mehr in diesem holographischen Gewebe. Und wenn dann aus diesen Gedanken heraus Heilungsbiotope geschaffen werden, das heißt, wenn der Gedanke sich materialisiert im Bereich der Ökologie, der Technologie, der Wasserwirtschaft und dann auch im Geschlechterverhältnis, Sex ohne Lüge, in der Partnerschaft, Liebe forever, Partnerschaft auf ewig. Wenn sich dieser Gedanke in neuen Gemeinschaften materialisiert, hat das einen endlichen Effekt im globalen Nervensystem, im globalen Netzwerk der Information. Das ist ein Grundgedanke der politischen Theorie. Wir müssen einen Gedanken hineinpflanzen,
welcher der gesamten Evolution eine neue Richtung gibt. Daran arbeiten wir und das müssen wir tun, damit das Flüchtlingselend aufhört, damit der Wahnsinn in Abessinien und Somalia und überall, Türkei, Kurden, Irak, überall. Man kann es nicht ertragen, wenn man hinguckt. Es ist unmöglich. Die Vorstellung, ich säße jetzt in so einem Flüchtlingsboot und wäre am Kentern, hätte mein Kind im Arm. Alle diese Vorstellungen, man darf sie mal zu sich holen, um zu wissen, was real geschieht. Und auf dieser Ebene des real wahrgenommenen Leidens von Mensch und Tier, auf dieser Ebene wurde unser Projekt gegründet. Und auf dieser Ebene wollen wir heute weiterarbeiten mit vielen neuen Freunden in der Welt.